Moin Leute, also wir machen heute eine Glättung der Wandoberfläche. Das heißt, mit einem Mineralspachtel gestalten wir die Oberfläche glatt und ich möchte euch gerne zeigen, wie das funktioniert. So, also wir finden hier einen alten Putz vor, den haben wir gestern grundiert mit dem Tiefengrund, lösemittelfrei, damit der Untergrund nicht sandet. Und jetzt zeige ich euch mal kurz mit einer Kelle und einem Heber, wie man das Material auf der Wand aufbringt. Also im Prinzip mischt man sich diesen Eimer einmal auf mit der Kelle und dann hat man diesen hydraulischen Mineralspachtel, den man in handgroß für Kelle verteilt, und dann fängt man eigentlich von der Wandoberfläche an wegzuziehen und man kann ungefähr so 3 mm aufziehen auf die Wand mit dem Spachtel, der ist 3 mm fähig. Und so fängt man an, die ganze Sache zu verteilen. Man arbeitet auch immer schön von der Ecke weg. Zwischendurch muss man den hydraulischen Spachtel auch natürlich immer aufrühren. Das ist ganz wichtig. So, und wie ihr seht, wenn ich jetzt ein-, zweimal rübergehe mit der Kelle, könnt ihr schon die leichte Glätte erkennen. Was natürlich immer ein bisschen auffällt, ist am Heizkörper. Gibt immer ein paar Ecken, wo man ein bisschen feiner arbeiten muss, wo man auch ein bisschen schwerer rankommt. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das hier auch. So, tragen wir noch ein bisschen mehr auf. So ungefähr 2 Quadratmeter. Dann könnt ihr schön sehen, wie jetzt die Oberfläche hergestellt wird. Wichtig ist auch beim Auftragen nicht immer gleichbleibend. Also das heißt auch mal ruhig von rechts nach links wegziehen. Und ganz wichtig ist, die Übergänge immer schön glatt wegziehen, damit wir nachher nicht so viel Schleifarbeiten haben. So, ihr könnt das schon so ein bisschen erkennen, wie die Fläche aussieht. Vielleicht ruhig nochmal die überstehenden Kanten ein bisschen nachziehen. Ich mache euch mal hier oben noch einen Quadratmeter hoch. So. Ganz wichtig sind auch die Trocknungszeiten. Ungefähr 24 Stunden, bevor man eine zweite Mal rüber geht. Und wichtig ist immer bei der Wandflächenspachtelung zweimal spachteln. So. Okay, also wir sehen jetzt hier ein Schwedenblech, das heißt quasi ein großer Rakel für ein Maleiwerk, und damit kann man die Oberflächen fein und sauber abziehen. Zeige ich euch kurz. Wir haben jetzt die gespachtelte Fläche vorzufinden und mit diesem Schwedenblech legt man einfach eine Wandfläche an, macht mit einem leichten Druck und glättet somit die Oberfläche. Wichtig ist hierbei, nicht einseitig ziehen, sondern auch von mehreren Seiten, und wie ihr seht, entsteht so eine glatte Oberfläche. Ruhig nicht schüchtern sein, auch ruhig auf dem alten Spachtel ruhig ein bisschen raufziehen. So, umso weniger Nacharbeiten hat man nachher mit den Schleifen. So, und ziehen wir hier noch mal ein bisschen nach. So, und wie ihr sehen könnt, wir haben jetzt die Oberfläche einmal weggespachtelt. Und im Endeffekt denke ich, das Resultat kann sich sehen lassen.